Und damit herzliches Willkommen zu einem weiteren Projektstart, einer weiteren Projektserie. The Stanley Parable ULTRA DELUXE, meine Damen und Herren. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Bin gespannt. Ne? Ich habe mir ein bisschen was zu dem Spiel angeguckt und ich muss wirklich sagen, das ist was für uns. Aber es geht direkt los, okay? Mit der Untertitelwahl, okay? Also bitte wähle eine Sprache für Bildschirmtext und Untertitel. Also Untertitel und halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir drücken jetzt auf Bestätigen. Hast du The Stanley Parable schon mal gespielt? Nein. Bitte passe den Regler so an, dass der Computer gerade noch sichtbar ist. Okay, dann machen wir so einfach. Okay, let's go. Bitte gib die aktuelle Zeit an. AM. Oh, scheiße. 16:35 Uhr. Also so und PM. Ich glaube so. Ne, also ja. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht merken. Hinweis: Einstellungen zur Barrierefreiheit können über das Hauptmenü vorgenommen werden. Okay. Ich muss kurz mein Handy auf lautlos machen. Gehen wir ins Spiel. Alter, mein T-Shirt ist ein bisschen durchsichtig, sehe ich gerade. Ja. Der geht mir jetzt schon auf den Sack, der Erzähler. So, ja, also der Erzähler, ne, ihr habt gehört, hier ist ein Erzähler. Der labert jetzt hier sehr viel. Ne? Ich werde wahrscheinlich nicht viel reden können. Dafür wird das umso lustiger, den immer wieder... Egal. Also, wir gehen jetzt mal hier durch. Ich würde sagen, ne, übrigens, das Spiel hat mehrere Endings. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal das machen, was der Erzähler uns sagt. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein anderes Ending ausprobieren. So. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Aha. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement? Ich habe ein Achievement wirklich gelesen und da soll man hier irgendwie 5-mal oder so auf die Tür drücken. Und ich dachte mir so, ja, dann hole ich das ganz kurz. Und er sagt jetzt... Achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. Okay, I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Ja, wir machen das jetzt 20 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly. Machen wir später. Ist mir scheißegal jetzt. Gehen wir weiter, ne? So. Triggert jetzt hier keinen Dialog mehr, wenn ich das nicht mache? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Links, ne? Wir wollen ja das machen, was der Erzähler uns sagt. Ja. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ey, hier ist niemand. Hier ist alles leer. Aber so kennt man das ja auch aus Superliminal, ne? Also ganz kurz, wer Superliminal vor einer Zeit bei mir gesehen hat, das Spiel ist ungefähr genauso. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Er walked up to hier hoch, ne?
Also hoch zu dem Office von seinem Boss. Gehen wir da hin. Hier ist das Büro von meinem Boss. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ja, kann ich nicht wissen. Hat er recht. Ne? Also, naja, gucken wir uns mal ein bisschen um, ne? Weil den Code, den weiß ich ja nicht, wie gesagt, ne? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ja, weiß ich nicht. Also, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ne? Hat er ja schon gesagt, der Erzähler, dass ich den Code nicht kenne. 2845. Jetzt wird er langsam ösig. Ja, komm. Nee, wir warten nochmal ab, was jetzt kommt. Vielleicht ist das Spiel jetzt zu Ende. Weil so Endings gibt es übrigens auch. Wir laufen mal so ein bisschen durch den Raum, gucken uns hier, ist ein Klavier. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Okay. Okay, er hat... okay. Das wäre übrigens auch passiert, wenn ich den Code eingegeben hätte, hat er gerade gesagt. Dass die Tür dann einfach so jetzt ist aufgegangen. So. Gehen wir weiter. Hier ist ein Fahrstuhl. Ein sehr gruseliger Fahrstuhl, der mich sehr an Portal erinnert. Guck mal, man sieht sogar durch mein T-Shirt Loading. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Hat er recht. Wird niemals beantwortet, diese Frage. Wir gehen weiter. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Okay. Escape! Na komm, nein. Wir machen das, was der Erzähler uns sagt. Ne? Weiter geht's. Wir gehen weiter. Hier ist ein Knopf mit einem Lichtsymbol. Hier ist nirgendwo Licht. Ich nehme mal an, ja? Dass dieser Knopf Licht anmacht. Ich bin halt einfach schlau. Guck. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Oh. Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah, hier geht's jetzt auch. Okay. Kameras. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. 427. Hier irgendwo? Da, 427. Da bin ich. Das bin ich. Ja, das ist mein Büro. Krass. So. Gehen wir weiter. Ja, wir holen den Fahrstuhl. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ja, das ist schon krass. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Ja. Never. Niemals. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Ja, Had he truly spent his entire life
utterly blind to the world? Das stößt ja auch gegen die Menschenrechte, ne? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Was das, ne? Also, schon groß? Mind Control Idle. On, off. Also, der Sprecher hat jetzt gesagt, ich würde das ausmachen. Also, wir machen jetzt erstmal aus. Ich höre was. Blackness and Ja. a rising chill of uncertainty. Dunkelheit. Was it over? Was vorbei? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Ich kann übrigens nicht No spielen, ne? Ich longer hab would grad etwas anyone los. tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, Boah. it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Machen wir das mal. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley Wunderschön. was happy. Und ich war glücklich. Das ist ein schönes Ende, oder? Ich habe 2 Errungenschaften erhalten. Wie mache ich das denn jetzt? Kacke, ihr seht sowieso, weil ich... So, und das war All of his co-workers were gone. tatsächlich The Stanley Parable, ne? Also, wir gehen jetzt zurück zum Hauptmenü. Und ich hoffe wirklich, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war wirklich eine kurze Folge. Ich mache die Maschine jetzt nicht aus oder nochmal an. Ne, ich habe die ausgemacht, aber ich mache die jetzt nicht nochmal an, weil, ganz einfach, Spiel durchgespielt, quasi. Ne? Ich habe es zu einem Ende gefunden. Es gibt ja ultra viele Endings. Und in der nächsten Folge werden wir uns das andere Ende, also wir werden uns, ja, was werden wir denn machen? Vielleicht mal genau das Gegenteil von dem, was der Sprecher sagt. Oder einfach mal das, wo ich Bock drauf habe. Und ich werde auch recherchieren, oder ihr könnt mir auch was in die Kommentare schreiben, was es noch für Endings gibt, die wir mal machen können. Um ehrlich zu sein, ja, habe ich da mega Bock drauf. Ne? Also ich finde das Spiel auf den ersten Blick geil. Einfach super cool. Sowas spiele ich sehr gerne und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Stanley Parable Ultra Deluxe. Schönen Tag noch.